Wer möchte nicht, wie das Meer riecht? Oder wie Urlaub? Irgendwie sowas. Ich bin der Richie, ihr seid bei Riot Sense und wir sind wieder in der Kategorie Oddly Specific, diesmal das Meer. Oder der Mann und das Meer in meinem Fall. Das soll jetzt hier nicht um die üblichen aquatischen Düfte oder nur leicht aquatischen Düfte gehen, sondern ich will mich in diesem Video wirklich darauf konzentrieren, wirklich Düfte zu erwähnen und vorzustellen für euch, die riechen wie das Meer. In unterschiedlichsten vielleicht Darreichungsformen oder Interpretationen von Meer, aber dennoch das Meer, ob ungestüm, entspannt, stürmisch, tief, dunkel, leicht, tropisch, alles mit dabei. Wenn ihr Bock auf außergewöhnliche Nischendüfte habt, fernab vom Mainstream und jemanden, der über Düfte spricht, über die vielleicht einfach nicht so viel gesprochen wird, dann lasst gerne ein Abo hier und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, auf was für ein Thema ihr noch so Bock hättet. Dann kann ich mich da in nächster Zeit einfach mal drum kümmern. Wir gehen direkt rein und wir starten mit einem Duft, der ja das Meer sehr gut einfängt, aber es ist kein tropisches Meer, es ist nicht direkt Urlaub, sondern es ist kälter. Und zwar Atlante von Sarah Baker. Der Duft startet mit so einer Yuzu-Note. Und ja, diese übliche Zitrik, die gerne in aquatischen Düften vorhanden ist, spielt auch hier mit dieser Yuzu mit. Aber der Duft ist anders aufgebaut. Also er fühlt sich nicht so warm und sommerlich an, sondern wirklich wie gischt geschlagenes Wasser, das irgendwie kalt auf das Ufer trifft. Du hast so Muschelschale und Stein mit drin. Also das Ganze riecht tatsächlich eher kühl, sehr realistisch und ist wirklich, ja, einfach sehr geil umgesetzt. Soweit ich weiß, ist in diesem Duft auch echtes Ambergris verarbeitet, was nochmal so ein anderes Aushängeschild ist, was Preis-Leistung angeht. Also wenn da wirklich echtes Ambergris drin ist, was Sarah Baker sagt, und dann glaubt man ihr das, dann sind die 160 Euro oder was für 50 ml für so einen ausgefallenen, coolen Duft, der wirklich an das kalte, ungestüme Meer erinnert, mit Muschelschale, Stein und Treibholz. Also der ist wirklich anders geil. Den müsst ihr unbedingt mal testen, wenn ihr irgendwie die Chance dazu habt. Sarah Baker allgemein richtig, richtig geiles Haus. Wir bleiben beim Meer, aber wir schwenken vom Atlantik so ins Mittelmeer und dann ist der Acqua di Sale einfach der aquatisch-salzige Meeresduft. Also den gibt es seit über, Gott, fast 30 Jahre gibt es den Duft schon. Und der ist halt einfach wirklich geil. Ich beschreibe den immer so, dass es riecht wie, als ob du die Tür deines Autos aufmachst, mit dem du gerade stundenlang in den Urlaub gefahren bist. Und der erste Atemzug am Meer ist genau dieser Duft. Wenn ich dringend Urlaub brauche und Bock aufs Meer habe, dann sprühe ich mir diesen Duft auf und werde direkt in meinem Fall auf die Insel Krk in Kroatien transportiert. Und ja, schon dieses harzige, diese Piniennadeln und die Myrte, die dem Ganzen nochmal so einen fast süßlichen Ticken gibt, aber Seegras, Seetang, was in diesem Duft so stark ist. Also du kannst das Salz auf deinen Lippen schmecken, wenn du diesen Duft riechst. Und der hält mega lange und der ist einfach, ja, Urlaub zum Aufsprühen, wirklich. Und definitiv günstiger als so eine Woche im Fünf-Sterne-Hotel. Wenn wir eh schon in Kroatien sind, an der Küste am Meer, ist A Grove by the Sea von der amerikanischen Marke Akist. Den muss man auch erwähnen. Das ist ein Duft, der kam jetzt dieses Jahr 2024 raus und soll eine kroatische Insel symbolisieren, dessen Name ich natürlich vergessen habe. Schlecht vorbereitet, macht nichts. Auf dieser Insel gibt es Olivenhaine und jede Menge Feigenbäume, wie so oft
auf Mittelmeerinseln oder gerade kroatischen Inseln. Du hast schroffe Steinlandschaft, aber jede Menge Oliven- und Feigenbäume. Und das wird zusammengeworfen in einen Duft. Und zwar hast du hier kräftige Feige, grün mit Holz, mit Blatt, aber auch der Frucht, und du hast Olivenöl und Olive als Duftnote. Und das ist so geil umgesetzt. Hast dazu noch diesen leichte Meeresbrise mit Seetang und so einer salzigen, allgegenwärtigen Note. Der ist einfach so geil. Du hast richtig das Gefühl, dass du gerade aus dem Meer gekommen bist, im Schatten unter einem Feigenbaum sitzt und so ein leckeres Brot mit Olivenöl gerade einfach isst mit noch ein bisschen Salz. Das ist so, was dieser Duft symbolisiert oder ausmacht. Der hält nicht richtig krass lange. Es ist ein frischer Duft, aber der wandelt sich auf deiner Haut und er verschmilzt mit deiner Haut. Es Duft als solches, also was von der Feige und dieses Grüne oder sowas, das nehme ich nach so 7 Stunden nicht mehr wahr, aber dennoch riecht deine Haut, wie deine Haut riechen würde, wenn du gerade im Urlaub wärst. Nach einem langen Tag am Strand, wo du im Meer schwimmen warst. Also es ist was ganz Besonderes und der ist einfach richtig, richtig, richtig geil. Also der hat es mir sehr angetan von Akist. Du hast halt noch diese Aromatik von verschiedenen Kräutern wie Rosmarin und Thymian mit drin, was dem Ganzen noch mehr diesen mediterranen Touch gibt. Richtig, richtig geiles Teil. Unbedingt die Nase dran, wenn ihr Feigendüfte mögt, wenn ihr es auch spannend findet, dass ein Duft mit Olive arbeitet, was ich richtig cool fand. Akist kann aber Strand auch anders umsetzen und das haben sie mit der Sydney Rock Pool auch gemacht. Und als ich den zuerst gerochen habe, fand ich, der riecht nach schönen Menschen und nach lachenden Kindern. Ganz absurd, du hast so leichte Kokosnuss-Vibes von dieser Hawaiian Tropical Sonnencreme und du riechst richtig, wie sich schöne Menschen damit eingecremt haben und am Strand liegen. Und in der Ferne spielen ein paar Kinder und lachen. Und so riecht dieser Duft. Du hast diese Meeresbrise, du hast die Sonnencreme, du hast quasi drückende Hitze. Das ist richtig hart Urlaub und hat mich richtig auch kopfkinomäßig aus dem tristen Deutschland rausgeholt, als ich den zum ersten Mal gerochen habe. Ist jetzt ein Duft, gerade durch diese Kokosnuss-Sonnenschutz-Geschichte, die da doch irgendwie relativ präsent ist. Jetzt nicht unbedingt ein Duft für mich, weil ich Kokosnuss nicht so geil finde, aber für Leute, die kein Problem mit Kokosnuss haben und einen Duft wollen, der sie wirklich in den Urlaub katapultiert, ist einer der beiden Akists. Also da vielleicht mal wirklich mal testen, wenn ihr sowas geil findet. Ein anderer Duft, der auch irgendwie an mehr Urlaub, aber eher exklusiver und auf einer Yacht erinnert, ist der Black Caviar von Electimus. Das ist echt ein Duft. Der riecht wirklich, als ob du auf einer Privatyacht durchs Mittelmeer unterwegs wärst und dann wird gerade so ein bisschen Kaviar gereicht und alle tragen edle weiße Leinenklamotten und es ist alles so total schick und irgendwie erfrischend und all der Duft hat eine andere Art von eleganter Leichtigkeit mit drin. Und da ist er einer der besten in dieser Kategorie. Ich finde, er ist durchaus aromatisch und ja, schon fast ein bisschen klassisch männlich. Aber wie gesagt, spannend umgesetzt. Diese Kaviar-Note ist aber nicht übertrieben fischig oder sowas. Alle diese Düfte finde ich persönlich nicht fischig. Habe über alle diese Düfte schon gehört, dass sie ach so fischig wären, aber das ist halt einfach
ja, Seetang-Assoziationen, die Leute dann einfach haben. Aber fischig tatsächlich finde ich die Düfte nicht. Black Caviar ist ein Duft, den kannst du wunderbar das ganze Jahr übertragen, ist aber auch frisch genug für den Sommer und bietet mit dieser Basis aus Eichenmoos wirklich was klassisch Cooles, was nie zu viel ist und damit bist du immer richtig gut und edel angezogen. Der Black Sea oder auch der Arctic Sea von Lorenzo Passaglia gehen in so eine Black Caviar Richtung, sind halt nochmal ein anderer Preispunkt, weil es die aber auch nur in 50 ml gibt. Die sind ein bisschen synthetischer, die klatschen ordentlich. Die sind wirklich sehr salzig, sehr mehrig. Hast schon fast so eine ozonige Note damit drin. Ne? Also es riecht nach strahlend hellem Sonnenlicht und einen Tag am Meer. Durch diese Myrte, die da auch mitspielt, hast du Erinnerungen an den Acqua di Sale. Geht aber, ist quasi so ein Hybrid aus Black Caviar und Acqua di Sale. Cooler Duft, schön umgesetzt, mit mehr Synthetik drin als die anderen Düfte, aber dafür auch einer relativ guten Haltbarkeit, meiner Meinung nach. Wir kommen jetzt in eher so tropisches, stilles Wasser, was durchaus salzig ist. Ich denke so ein bisschen an die Seychellen oder sowas, wo du einfach weißen Sandstrand hast, leichter Wellengang, aber nur um zu beruhigen, also schon fast wie so eine ASMR-Videolandschaft. Sehr weiß, sehr rein und auf dem Wasser schwimmen ein paar weiße Blüten und wir sind beim Zoologist Seahorse gelandet. Das ist einer der einstiegsfreundlichsten Düfte von Zoologist, meiner Meinung nach, wenn man denn aquatische Düfte mag, was ja viele Leute mit dieser Salzigkeit und diesem Seetang nicht leiden können. Aber der ist hier kombiniert mit weißen Blüten, vor allen Dingen Tuberose, ohne dass es zu bubblegummy und aufdringlich wird. Ist ein wirklich schöner Duft, der dich auch eher so ja, in den tropischen Urlaub bringt. Ganz besonders ist hier die Fenchelnote im Start, die man so nicht oft schon mal gerochen hat, aber die das Ganze nochmal so einen interessanten Twist gibt und ja, einfach echt schön abrundet. Wenn man über das Meer spricht und Zoologist, kommt man natürlich an Squid nicht vorbei. Ich habe dazu schon mal ein eigenes Video gemacht. Der Squid ist die dunkle Nordsee bei Nacht und Sturm. Du bist auf einem kleinen Fischerboot und wirst unter Wasser gezogen. Und unter Wasser wachst du in einer verlassenen Kirche auf, in der die Wände voll sind mit schwarzer Tinte und in der Mitte brennt ein Fass Weihrauch. Du hast einfach Weihrauch mit kalter Salzwasseranmutung. Dazu jede Menge Tinte. Das verschwindet im späteren Verlauf und das Ganze wird eher würzig ambriert. Geiler Start, ein bisschen langweiliges Ende von dem Duft. Cool gemacht, auf jeden Fall mal austesten und nicht ohne Grund einer der absoluten Bestseller von der Marke Zoologist. In eine sehr ähnliche Richtung, meiner Meinung nach, spielt der Copal Azur von Edis de Venustas. Auch Aquatik mit Weihrauch gemischt, was ich geil finde, weil ich sowohl Aquatik liebe als auch Weihrauch und dieses salzige zusammen mit diesem kalt erfrischenden Weihrauch wirklich geil gelöst. Edis de Venustas eine coole Brand, die in Deutschland kaum Beachtung findet und auch nicht oft vertreten ist, leider im stationären Handel. Aber du hast hier auch noch so eine Erdigkeit durchs Patchouli mit reingebracht, so eine grüne Erdigkeit, aber halt wirklich Seetang, Salz und Weihrauch. Richtig cooles Ding. Das Ganze wird auch so ein bisschen ambrierter in der Basis, aber meiner Meinung nach nicht ganz so süß und ganz so, ja, warm würzig wie der Squid. Aber die sind schon irgendwie miteinander vergleichbar, die Düfte. Und als krönenden Abschluss
Und hier ist vielleicht der Pazifik das Meer, das es am besten umschreibt, ist der Not Get von Filigree Shadow. Filigree Shadow liefert jetzt aktuell gerade leider nicht mehr nach Europa, bis da nicht irgendwas geklärt wurde, weil die EU wieder neue Richtlinien rausgebracht hat, was Allergene und Zusatzstoffe und bla 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 anbetrifft. Nichtsdestotrotz, wenn es wieder geht oder ihr trotz irgendwie gerade die Möglichkeit habt, den Not Get zu testen, das ist ein Duft, der wirklich nach Meer riecht. Der riecht, als ob du ertrinken würdest in kaltem Salzwasser. Sehr melancholisch, hat aber auch so fröhliche Untertöne mit dabei, als ob du gerade am Ertrinken bist, aber keine Szene machst und das vollkommen freiwillig tust. Und am Strand spielt ein Kind und winkt dir fröhlich zu. So irgendwie fühlt sich der Duft an. Klingt total absurd, ist aber wirklich eine absolute Empfehlung, diesen Duft mal gerochen zu haben. Da hat James Elliott wirklich was sehr Außergewöhnliches und sehr Besonderes rausgebracht, was man sich mal in der Nase zergehen lassen sollte. Du schmeckst bei diesem Duft auch wirklich schon das Salz. Also was ganz Besonderes, sehr cool, sehr außergewöhnlich, ein bisschen melancholisch für mein Dafürhalten. Und das war's auch schon. Was ist denn dein liebster aquatischer Duft oder Duft, den du mit dem Meer assoziierst? Schreib's mir gerne runter in die Kommentare und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder.